In der letzten Sequenz haben wir Türen und Fenster erstellt. Nun geht es weiter mit der Gestaltung eines Kamins. Das Lernziel dieser Videosequenz ist, du kannst einen Kamin zeichnen und an dein Haus anbringen. Es gibt wiederum verschiedene Varianten, wie man am einfachsten einen Kamin erstellt. Die eine Variante ist, ich mache zum Beispiel ein Rechteck oder einen runden Kamin mit einem Kreis und ziehe diese dann mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug in die Höhe. Das Problem ist jetzt, dass diese in die falsche Richtung schauen. Jetzt muss ich mir also überlegen, wie ich das Ganze lösen kann. Eine Variante, die besteht, wäre mit dem Linienwerkzeug. Ich zeichne hier parallele Linien zu den Achsen. Diese hier zur blauen Achse, diese ist parallel zur roten Achse. Diese Linie sollte auf die Fläche gehen und dann verbinde ich diese. Nun kann ich meine erstellte Fläche nach hinten schieben mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug und um das noch ein wenig zu verschönern, kann ich mit dem Versatzwerkzeug hier noch eine innere Fläche gestalten, um so ein Rohr oder einen Kanal zu eröffnen. Wenn ich einen runden Kamin machen möchte, dann kann ich diesen zum Beispiel schon auf der Grundfläche zeichnen, so wie ich ihn möchte, mit dem Versatzwerkzeug auch noch einen inneren Kreis machen, dann bereits nach oben ziehen, so, und jetzt muss ich diesen markieren und verschieben. Das Markieren funktioniert so eben nicht so gut, da ich die hinteren Flächen dann auch noch markiere. Am besten geht das, wenn ich ihn aus einer Sicht markiere, wo nur der Kamin drauf ist. Zum Beispiel von oben. So, nun habe ich den Kamin markiert. Ich zoome ein wenig weg, damit ich den optimal verschieben kann. Nun wähle ich das Verschieben-Werkzeug und schiebe diesen auf das Dach hinauf. Nun habe ich zwei verschiedene Varianten von Kaminen. So, nun weißt du, wie man einen runden oder eckigen Kamin für das Haus erstellt. Jetzt kannst du dich für eine Variante entscheiden und diese an deinem Modell umsetzen. Selbstverständlich kannst du auch einen eigenen Kamin kreieren. Im nächsten Video gibt es noch Zusatzaufgaben für die Schnellen unter euch.